Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute schauen wir uns mal ein Smartphone im Kurzcheck an, denn ich werde es verschenken, deswegen können wir uns das nicht im Detail angucken, aber so ein kleiner kurzer Check für das Ulefone Note 16 Pro, das möchte ich heute mit euch gemeinsam einmal machen. Erster Eindruck und so weiter und so fort, all das in diesem kleinen Video. Ja, ich selber kenne tatsächlich Ulefone nur von der Amor-Serie. Das sind ja etwas geschütztere Smartphones. Aber es gibt auch mit der Note-Serie und hier in unserem Fall dem Note 16 Pro tatsächlich eine Art, ich will mal sagen, Budget-Serie, wie auch immer, ja, ein Smartphone Mittelklasse um die 100 Euro, ja, und das trifft hierauf auch zu, also sprich, wenn ihr ein Gerät sucht, was nicht zu teuer ist, aber ich gehe davon aus, wir werden hier auch kein Leistungswunder erleben, dann wird das hier sicherlich könnte das sicherlich eine Option sein. Was haben wir hier drin? Einmal den Unisoc T606, ein Octa-Core-Prozessor, sollte für den Alltag soweit ausreichen, 8 GB RAM, 128 GB ROM, bei vielen Versandhäusern oder Online-Händlern steht 16 GB, das ist aber nicht physisch verbaut, das sei an der Stelle mal gesagt. Wir haben ein 6,52 Zoll Display mit HD Plus Auflösung, sollte im Zweifel für den Alltag auch ausreichen. Wir haben eine 50 Megapixel Kamera mit an Bord, zeige ich euch nachher mal so einen Test-Screenshot, den ich machen werde. Wir haben 4G LTE mit an Bord, also kein 5G, dürfte aber glaube ich auch keinen verwundern. Wir haben einen Fingerprint-Sensor an der Seite und einen 4400 mAh großen Akku mit an Bord. Mal schauen, ob der ausreichend Kapazität bietet. Das werden wir jetzt in diesem Video nicht klären können, aber vielleicht in den Kommentaren ergänze ich dann noch mal was. Und wir haben Android 13 mit an Bord, also das neueste Android, was aktuell verfügbar ist. Und da die pure Variante ohne Bloatware und so weiter und so fort. Aber jetzt packen wir einmal aus und gucken mal, was denn so alles mit an Bord ist. Grundsätzlich erstmal erwarte ich da jetzt natürlich logischerweise nicht allzu viel. Das Smartphone an sich hat übrigens, kommen wir aber nachher in dem Optik- und Haptik-Kapitel noch dazu, hat ein sehr geringes Gewicht. Das merkt ihr auch tatsächlich an der Verpackung schon. Die ist ein bisschen leichter als bei vergleichbaren Smartphones. Deutet natürlich darauf hin, dass jetzt vielleicht tendenziell eher Plastik verbaut ist, dürfte aber bei dem Preis auch, zumindest mich überrascht es jetzt nicht, ich hoffe euch auch nicht. Das werden wir dann aber nachher bei Optik und Haptik nochmal anschauen, denn hier ist das gute Stück schon. Ich ziehe es mal kurz raus, aber ohne jetzt zu viel schon zu teasern. Da ist es. Wir gucken es uns gleich natürlich noch mal im Detail an. Was haben wir hier sonst noch mit in der Verpackung? Einmal den PIN, um nachher die SIM-Karte einsetzen zu können. Das ist ja obligatorisch, würde ich fast schon sagen. Und dann ist das hier irgendwie ein bisschen kompliziert gemacht mit dieser Pappe. Naja, ich weiß es nicht. Also auszupacken ist es auf jeden Fall schon mal komplizierter, als ich dachte. Wir haben hier einen Quick Guide noch mit an Bord, eine Garantiekarte, Safety Prompt Card, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist, und Aufladeinstruktionen in der V6, auch interessant, das habe ich tatsächlich vorher auch noch nicht gesehen. So, was haben wir hier dann noch? Eine Hülle, okay, eine Hülle, die zu dem Smartphone passt. Die ist durchsichtig und weich gestaltet. Das dürfte TPU sein wahrscheinlich. Finde ich ja immer ganz schön, wenn man schon eine mitgeliefert bekommt. Braucht man, wenn man möchte, halt eben auch keine zusätzliche kaufen. Ein Ladegerät, kein USB-C auf USB-C. Und wie viel Watt haben wir hier? 10 Watt, okay. Ja, erstmal unspektakulär, würde ich fast schon sagen. Und dann das entsprechende Ladekabel auf der Gegenseite dann natürlich mit USB-C, denn das Smartphone lädt auch mit USB-C logischerweise. So, im nächsten Schritt gucken wir uns jetzt das Smartphone nochmal im Detail an. Hier seht ihr, es ist eine Folie aufgebracht, wo nochmal die ganzen Daten, die wir auch gerade schon auf der Verpackung gesehen haben, aufgeführt sind. Hier oben seht ihr dann die Kamera, die hier mit dieser kleinen Aussparung versehen ist. Ja, also die Frontkamera 8 Megapixel, das dürfte nichts Spektakuläres sein, aber halt auch nichts Unspektakuläres. Also ich hoffe, dass es halbwegs gut funktioniert. Ganz interessant ist, auf der Rückseite ist so ein Aufkleber, der nochmal zeigt, was hier drin ist. Das ist tatsächlich für Einsteiger nicht ganz uninteressant, denn hier seht ihr, dass rechts der Bereich für die SIM-Karte
oder eine zusätzliche Speicherkarte ist oder eine zweite SIM-Karte, je nachdem. Dann haben wir hier den Volume-Button nochmal beschrieben und wir haben auch den Power-Button beschrieben. Der Volume-Button ist hier auch so ein bisschen angeraut. Ich glaube, man sieht das. Das ist tatsächlich nicht uninteressant, weil ich finde das ganz gut. Gerade wenn man nicht gewohnt ist, merkt man sofort, welchen Button man hat. Hat man den einen Aus-Button oder hat man den Volume-Button? Dann haben wir hier auf der Rückseite die Kameralinsen, die auch nicht zu sehr überstehen, also die sind relativ bündig. Natürlich steht es ein bisschen über, aber nicht so viel, wie man es vielleicht von anderen Smartphones gegebenenfalls gewohnt ist. So, dann gucken wir noch mal von unten. Logischerweise hier der USB-C-Anschluss zum Laden. Dann haben wir hier ein Mikrofon und wir haben einen Lautsprecher und das ist tatsächlich nicht ganz uninteressant, einen Klinkenstecker. Der wird ja heute kaum noch verbaut, aber hier im Ulefone Note 16 Pro haben wir tatsächlich einen Klinkenstecker verbaut. Falls das für euch relevant ist, ist das vielleicht eine Information, die nicht ganz uninteressant ist. Insgesamt muss man sagen, gute Optik und gute Haptik. Ja, gucken wir uns als nächstes einmal die Performance an und da würde ich sagen, im Alltag alles gut. Also ich habe das Gerät jetzt einen Tag hier mal geprüft und da muss man sagen, wenn ihr da im Alltag mit umgeht, also browsen und so weiter und so fort, funktioniert das eigentlich reibungslos. Klar habt ihr an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen Lagging, aber nicht viel. Das ist für den Alltag wirklich absolut okay. Bedienung, Scrollen und so weiter, alles kein Problem. Das sollte aber auch nicht der Fall sein. Also zum einen der Unisoc, der ist ja in vielen aktuellen Smartphones durchaus auch verbaut, zumindest in den Budgetreihen. Und mit 8 GB ROM ist man durchaus ja auch auf der sicheren Seite. Was man dann allerdings auch dazu sagen muss, und das ist dann vielleicht so ein bisschen die Einschränkung, die man auch mitgeben muss, für den Alltag alles in Ordnung, keine Probleme, läuft super, funktioniert alles. Wenn ihr auf Spiele geht, sieht die Welt halt schon wieder ein bisschen anders aus. Ich lasse jetzt hier gerade mal im Hintergrund einen Benchmark durchlaufen. Dabei geht es aber weniger darum, dass ihr jetzt hier seht, wie die Scores oder wie die FPS sind und so weiter und so fort. Eigentlich geht es mehr darum zu sagen, für Spiele gibt es sicherlich bessere Geräte, die kosten dann sicherlich auch ein bisschen mehr, aber das ist hier kein Spielegerät, das muss man ganz klar sagen. Für knapp um die 100 Euro darf man das aus meiner Sicht auch nicht erwarten. Wir sehen hier, dass 43% oder dass der Score besser ist als 43% aller anderen Geräte, aber eben auch schlechter als 57%. Insofern reiht sich das, glaube ich, ganz gut ein. Alltagsperformance gut, Spiele-Performance eher durchwachsen. Ja, der Bereich Kamera, 50 Megapixel auf der Rückseite, zusätzlich noch eine 2 Megapixel Makrolinse, hier vorne 8 Megapixel. All das geht aus meiner Sicht in Summe in Ordnung. Wenn ihr gute Lichtverhältnisse habt, alles kein Problem. Wird es dunkler, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Auch da, denkt dran, der Preis 100, 120 Euro, da geht das aus meiner Sicht schon in Ordnung. Ist jetzt nichts Überwältigendes, aber ihr könnt damit, glaube ich, schon gute Aufnahmen machen. Die Videokamera endet bei 1080p und 30 FPS. Rauskommt, wenn ihr ein Video macht, dann sowas hier. Ich würde mal sagen, der Autofokus könnte etwas schneller sein. Ja. Ansonsten von der Qualität her ist das aus meiner Sicht dem Preis durchaus angemessen. Nichts Überwältigendes, aber auch nichts überwältigend Schlechtes. Wir gucken uns auch noch mal ein Foto an. Da würde ich sagen, auch das geht in Ordnung. Also Kamera in Summe in Ordnung, aber kein Highlight dieses Geräts. Ja, Thema Akku, da muss ich jetzt fairerweise sagen, an dem einen Tag, den ich jetzt heute gecheckt habe, da kann man aus meiner Sicht keine abschließende Meinung dazu kundtun. Ich würde sagen, die 4400 mAh sollten locker mal für 2-3 Tage ausreichen im normalen Nutzungszyklus. Das ist für mich in Ordnung. Ich kann es aber tatsächlich jetzt nicht testen. Ich schreibe aber gerne in die Kommentare bei Gelegenheit nochmal rein, wie so der Alltagsnutzen dann nachher ausgesehen hat. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses kurzen ersten Eindrucks zum Ulefone Note 16 Pro. Ihr haltet hier ein Gerät in der Hand oder beziehungsweise wenn ihr es gekauft habt, haltet ihr ein Gerät in der Hand, was wirklich leicht ist. Das ist mir positiv aufgefallen. Deutet natürlich auch darauf hin, dass hier tendenziell kein Metall verarbeitet ist, sondern eher Plastik. Die Haptik in Summe aber wirklich okay. Ich würde sogar sagen, mehr als okay. Ich würde fast sagen, gut bis sehr gut, denn es fühlt sich alles gut an. Das Display an sich, ja, die Auflösung reicht aus meiner Sicht vollkommen aus. Für den Preis, den man bekommt, ist das in Ordnung. Es ist natürlich kein so ultra hochauflösendes Display und ihr seht hier, dass natürlich im unteren Bereich auch der Displayrand relativ groß ist. All das muss man natürlich immer im Verhältnis zum Preis setzen und für meine Zwecke beziehungsweise die Zwecke desjenigen, den ich damit beschenken werde, der hat sich ja auch selber ausgesucht, geht das aus meiner Sicht in Ordnung. Performance für den Alltag auch absolut in Ordnung.
Für Spiele, und dafür will derjenige es auch nicht nutzen, ist es nicht so gut geeignet. Das muss man an der Stelle auch fairerweise sagen. Wenn ihr viel spielen wollt, braucht ihr einfach noch mal ein bisschen mehr Power. Insgesamt habt ihr hier ein Stock Android mit drauf in der Version 13. Das finde ich sehr gut und auch nicht viele Bloatware. Also das heißt, es gibt nicht viel Apps, die ihr irgendwie noch nebenbei drauf habt, sondern einfach nur die Klassiker und könnt dann euer System so ausstatten, wie ihr es entsprechend haben wollt. Akku kann ich leider noch nicht viel zu sagen. 4400 mAh sollten gut gehen. 124 € war der Kaufpreis in meinem Fall. Ich finde, es geht in Ordnung. Was mir fehlt, ist NFC. Das wäre natürlich noch cool gewesen. Einfach um auch bezahlen zu können. Gibt's nicht. Kann man jetzt leider nichts dran ändern. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.